Hallo Leute, es war ziemlich lang ganz ruhig hier auf meinem YouTube-Kanal, was allerdings keinesfalls bedeutet, dass ich jetzt hiermit aufgehört habe, sondern ich war ziemlich busy und ja, ganz schön viel unterwegs und hatte auch den Sportspinner, den Filmer nicht mit dabei leider auf meiner Hawaii-Reise und ich habe gedacht, ich muss euch jetzt erstmal wieder hier up-to-date bringen. Es gibt einiges aufzuarbeiten. Mein letztes Video ist eigentlich noch während der Verletzungszeit. Das heißt, dazwischen lag eine komplette Hawaii-Vorbereitung, das Rennen auf Hawaii und dann auch noch meine Off-Season. Und ja, da möchte ich euch irgendwie wieder auf den aktuellen Stand bringen und deshalb legen wir direkt los. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich wieder mit dem Laufen langsam angefangen habe und ja, wieder ins Training eingestiegen bin. Meine große Hoffnung war, dass ich es noch schaffe, bei der 73 WM an den Start zu gehen, weil vor allem diese Strecke in Nizza für mich die perfekte Strecke war und ich habe mich fast auf kein Rennen so sehr gefreut wie auf dieses. Ich war dann in St. Moritz zu einem Höhentrainingslager und wollte eigentlich dort vor Ort relativ spontan entscheiden, ob ich von da nach Nizza weiterfahre, um das Rennen zu wagen oder nicht. Ich musste dann leider dort während meinen kleinen Laufversuchen feststellen, dass ich absolut noch ganz weit davon entfernt bin, bei einem 73-Rennen überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und dann natürlich bei der WM ist nochmal eine andere Hausnummer. Von daher musste ich leider das Rennen absagen. Es war einfach nicht realistisch und habe mich dann ganz fest an mein Ziel geklammert, es zumindest zu meinem ersten Start nach Hawaii zu schaffen. Auch der war zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher. Ich bin dann von St. Moritz wieder nach Hause und dann ging es auch schon relativ schnell danach für den größten Teil des Seib-Squads, zumindest alle, die auf Hawaii starten, also gestartet sind, Sebi und Franz. Sebis Frau noch die Tine und mein Coach und Mann, der Philipp. Wir sind zusammen nach Maui geflogen, um uns dort 3 Wochen konzentriert auf den Ironman auf Hawaii vorzubereiten. Ich wusste tatsächlich vor meinem Abflug noch nicht, ob das mit dem Start hinhaut. Also das war natürlich ein extrem ungutes Gefühl für mich, so eine lange Reise anzutreten, auch zu wissen, wie viel Geld ich dabei lasse, ohne zu wissen, dass ich ja überhaupt an dem Rennen teilnehmen kann, das überhaupt ins Ziel bringen kann. Das heißt, ich bin schon echt mit einem ziemlich komischen Gefühl im Bauch in diesen Flieger gestiegen nach Maui. Das Schöne war dann, dass ich Maui ja schon kannte von meinem Aufenthalt dort vor 2 Jahren, als ich die Xterra WM gestartet bin. Und ich habe eigentlich durchweg positive Erinnerungen an die Zeit dort gehabt und habe mich schon wirklich auch gefreut, ja, auf die Insel zurückzukehren. Und dazu kam einfach, dass die Truppe, mit der ich jetzt dann dort auch vor Ort war, es mir leicht gemacht hat, die Freude an dem Training und ja, einfach an dem ganzen Triathlon-Ding schnell zu finden. Also dass ich eigentlich diese große Sorge und so, die ich mit mir getragen habe, eigentlich vergessen habe, weil das Training, was wir dann vor Ort gemacht haben, hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit versucht, so gut wie es geht, irgendwie mit den Jungs mitzuhalten und jeder, der mich kennt, weiß, dass das eine Sache ist, die macht mir Freude und die pusht mich, die hilft auch, dass ich über mich hinauswachse und so lief es dort eigentlich ja, im Schwimmen und Radfahren sehr schnell, sehr gut. Hatten tolle Unterkunft, super Trainingsstrecken. Die Leute vor Ort waren extrem entspannt und freundlich und ja, wir haben echt eine gute Trainingszeit gehabt. Als wir angekommen sind, war der Ironman für mich noch extrem weit weg. Also gerade auch, weil ich eben diese große Sorge mit dem Laufen hatte und da auch so wenig machen konnte, habe ich mir immer so eingeredet, hey, das ist noch super weit hin. Und
irgendwann habe ich dann realisiert, dass es doch immer näher kam. Je mehr eben auch die Jungs dann aufgeregt wurden und je mehr Pakete noch zu uns kamen mit irgendwelchen Last-Minute-Lieferungen, mit irgendwelchen Sachen, die wir eben dann beim Ironman auf Hawaii einsetzen wollten. Und dann habe ich das irgendwann immer mehr realisiert, dass es jetzt tatsächlich tick-tack, tick-tack immer näher kommt. Und dann wurde meine Nervosität auch echt immer größer. Was mir Zuversicht gegeben hat, war, dass ich relativ schnell ganz gut mit der Hitze zurechtkam. Es war am Anfang so ein bisschen ein Einspielen, wie viel schwitze ich jetzt tatsächlich, wenn ich draußen unterwegs bin, wie viel muss ich dann auch trinken. Ich habe auch, was ich sonst nicht so viel mache, echt konsequent mit Herzfrequenzmessungen auch trainiert, also das aufgezeichnet, dass der Philipp auch da einen Überblick bekommen hat, wie entwickelt sich das bei mir jetzt auf dem Rad beim Laufen. Und das war einfach interessant zu sehen, wie mein Körper darauf reagiert. Ich bin jetzt ja auch nicht die kleinste Athletin, von daher war es jetzt auch nicht selbstverständlich, dass ich jetzt super gut mit der Hitze zurechtkomme. Ich habe aber gemerkt, dass ich immer ökonomischer wurde. Es war einfach wichtig für mich zu sehen, wie lange ich brauche, um gut anzukommen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist für mich, frühzeitig anzureisen, um eben dem ganzen Körper die Zeit zu geben, dort anzukommen. Laufen ist wirklich die Disziplin, die ich am allerliebsten mache, wo ich aber auch genau merke, wenn es eben irgendwas nicht läuft, wenn irgendwas im Körper verschoben ist oder so, dass da sofort irgendwas nicht mehr rund läuft, wo ich auch ganz genau eben spüre, ob ich auf einem guten Weg bin oder auf einem schlechten Weg. Und für mich war der Verzicht auf das Laufen wirklich extrem hart. Im Endeffekt bin ich seit der Challenge in Heilbronn im Mai nicht mehr gelaufen, bis ein paar Wochen vor Kona. Und der Einstieg war extrem hart, weil ich keinerlei Gefühl mehr hatte. Ich hatte das Gefühl, meine Muskulatur kennt diesen Bewegungsablauf Laufen nicht mehr. Mein Kopf denkt irgendwie nur noch in Rad- und Schwimmmustern. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss bei Null wieder anfangen. Und der Philipp hat gesagt, es ist ihm extrem wichtig, dass wenn ich jetzt dann wieder einsteige mit dem Laufen, dass wir direkt nochmal quasi auch ein Technik-Reset machen. Und so war es dann, dass wir eigentlich direkt mit dem Wolfgang Schweim, der mit der Lauftechnik eben ja mit mir arbeitet, auf die Bahn gegangen sind und ich da auf dem Rasen und so weiter, auf softem Untergrund meine ersten Schrittchen gemacht habe. Und ich weiß einfach noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Ich hatte tatsächlich an der Stelle am Knochen Schmerzen, hatte vom Arzt aber gesagt bekommen, ich kann jetzt nicht mehr viel kaputt machen. Ich muss lernen, mit dem Schmerz jetzt umzugehen, wenn ich es nach Hawaii schaffen möchte. Und das war für mich quasi der Startschuss zum Laufen hin. Ich habe auch gesehen an dem Blick, den Wolfgang hatte, als er mich da hat laufen sehen, dass das viel Arbeit war oder dass ich gesehen habe, dass er auch sieht, wie schlimm es um mich bestellt war. Und es hat mir extrem geholfen, eben gerade vor unserer Abreise da noch ein paar Inputs zu bekommen. Und die habe ich abgespeichert und dann wirklich bei jeder der wenigen Laufeinheiten, die ich hatte, versucht abzurufen. Und ich habe viel mit Philipp diskutiert, weil ich natürlich auch im Hinterkopf hatte, was habe ich zum Beispiel letztes Jahr vor dem Ironman Barcelona gemacht im Laufen. Das war jetzt auch nicht irgendwie vom Umfang extrem krass, aber im Vergleich jetzt zu meiner Hawaii-Vorbereitung war es für mich die perfekte Vorbereitung. Und wir haben da einiges diskutiert, weil ich natürlich immer mehr wollte. Ich wollte spüren, dass ich gewisse Distanzen bewältigen kann, dass ich auch wieder in einen gewissen Speed-Bereich komme. Und ich glaube, es war schwer für ihn, mich davon zu überzeugen, dass das eben nicht sinnvoll ist, weil wir natürlich auch nicht die Garantie hatten, dass ich jetzt, dass meine Verletzung nicht wieder aufblüht und schlechter wird. Von daher war es wirklich ein Herantasten von einem Tag zu dem nächsten. Und im Endeffekt kann ich sagen eigentlich, dass ich 0 Geschwindigkeitsarbeit gemacht habe. Ich durfte einmal
3 Kilometer im angestrebten Renntempo laufen, was für mich vor der Verletzung auf jeden Fall ein Tempo gewesen wäre, was ich in einem GA1-Lauf auch angeschlagen hätte. Von daher, das war, ich denke, vor allem mental für mich extrem hart, damit umzugehen, zu wissen, dass ich jetzt mich an die Startlinie von dem größten Rennen im Triathlon stelle, wo vermutlich alle meiner Konkurrentinnen perfekt vorbereitet sind, die meisten eine geniale Saison hatten, Rennen gewinnen konnten, irgendwie so den besten Shape haben und ich weiß einfach, ich gehe da an den Start und werde natürlich versuchen, mein Bestes zu geben, aber habe halt ein Riesendefizit und es gibt wenig Wunder, die passieren, also vor allem im Ausdauersport. Bei einem Rennen wie Hawaii, wo einfach die Renndauer so lang ist und die Bedingungen so hart sind, wusste ich, das ist vielleicht meine einzige Chance, dass ich, wenn ich im Kopf stark bleibe, und versuche, Fehler in der Ernährung und im Pacing und so weiter zu vermeiden, dass ich dann eben doch vielleicht eine Chance habe auf ein gutes Rennen und auch auf eine gute Platzierung. Aber es war eben so, dass ich wusste, es kommt vermutlich eher darauf an, dass ich richtig, richtig hart dann im Rennen auch zu mir sein kann und nicht, dass alles so fluppy, easy läuft, wie es für mich vielleicht in Barcelona lief.